Moin bei kugelbahn.de, es gibt wieder einige neue Sachen im Kugelbahn-Shop, darum wird es mal wieder Zeit für ein kleines Vorstellungsvideo. 3 Sachen für mehr Möglichkeiten beim Bahnbauen und einmal nur einfach was Zweckmäßiges. Eine Beispielbahn gibt es am Ende natürlich auch und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ich fange mal mit dem banalen Teil an. Es ist ein schlichter Handyhalter. Handy rein und los geht's mit der Connect-Programmierung. Mitunter kann auch ein Tablet reinpassen, kommt ein wenig aufs Gerät an, dient eben dazu, dass das Handy nicht immer irgendwo rumliegen muss und das war es eigentlich auch schon. Wenn die Kugeln springen sollen, müssen sie eine hohe Geschwindigkeit erreichen. Dafür bieten sich die steilen Schienen an, aber um die Kugel endlich zum Absprung zu bringen, muss mindestens einer, manchmal auch noch 2 weitere Bausteine durchlaufen werden. Das kostet letztendlich Geschwindigkeit, die dann wiederum beim Sprung fehlt. Der Big Jump ist steiler und von der Länge her kürzer als die steilen Bernoulli-Schienen und bringt Anlauf und Rampe direkt in einem Teil unter. Ich hatte auch eine Variante mit 90 Grad Gefälle, die war aber erstaunlicherweise nicht wirklich besser als diese etwas schrägere Version hier. Im Gegenteil, der zu rapide Absturz war insgesamt eher kontraproduktiv. Damit das Ganze hält und zielsicher funktioniert, werden die beiden Stützen in einen Kurvenstein eingesetzt. Das funktioniert mit einer Höhe von 14 bis 14,5 Höhensteinen gut, entspricht also 2 Pro-Säulen und einer dazwischen gelegten transparenten Ebene. Je nach Höhe klinken sich die Halter dann entweder an das Ende eines Kurvensteins ein oder an den Anfang des links angrenzenden. Die Kugeln sollten nicht allzu schnell zum Big Jump laufen, denn dann bemerken sie meist zu spät, dass sie keinen Boden mehr unter den, Füßen haben und der Sprung geht irgendwie in die Hose. Der Big Jump bietet sich natürlich sehr für Trampoline an, aber auch um größere Abgründe ohne Schienen zu überwinden. Die Rail Switch habt ihr schon in ein paar Videos sehen können, sie ist letztlich nichts anderes als eine Weiche, nur eben in andere Richtungen. Die Kugeln können im Wechsel geradeaus oder nach unten gelenkt werden. Das grüne Weichenteil dreht auf einem Metallstift, der wiederum im Gehäuse sitzt. Um den Drehmechanismus in Richtung geradeaus zu bewegen, muss die Kugel ein bisschen schneller sein. Hilfreich ist hier ein Gefälle von einem schwarzen Höhenstein und dann klappt das eigentlich problemlos. In der Beispielbahn seht ihr noch eine weitere Anwendung, denn es kann auch eine Kugel in der Rail Switch geparkt und somit gestartet werden. In meinen Bahnen nutze ich ja gerne mal den Splash, eines der Teile, die von Anfang an bei Gravitrax dabei waren. Damit lassen sich ganz einfach weitere Kugeln in die Bahn bringen. Dabei störte mich immer, dass die auslösende Kugel oft nicht weiterlaufen konnte, außer sie rollt zurück, was auch nicht immer funktioniert oder gewünscht ist, und die beiden Kugeln, die angestoßen werden, nur nach vorne weiterrollen können. Der Vorkick macht das alles etwas anders. Bis zu 4 Kugeln liegen hier etwas erhöht an den Seiten und werden von der gerade durchrollenden Kugel angestoßen. Ob nun 1 oder 4 Kugeln im Vorkick liegen, spielt keine Rolle. Durch das kleine Gefälle rollen alle sicher aus dem Vorkick und das funktioniert eben auch, wenn eben nur die beiden Kugeln zum Beispiel nach hinten wegrollen sollen. Dann gibt es noch die Wandkurve. Klingt erst nach sowas wie einer Steilkurve, ist aber eher wie die Wall-Fit Curve. Die spart nämlich Pro-Säulen ein, denn darin lassen sich Wände einstecken, die dann auch stabil stehen. Aber eigentlich haben die beiden Teile außer dem Wandbezug nicht sonderlich viel gemeinsam, ehrlich gesagt, denn die Wandkurve stabilisiert nichts, sondern kann in Wände eingehangen werden und bietet an den Stellen der Wand eine Kurve, wo es mit normalen Bauteilen sonst keine geben würde. Das braucht man nicht ständig, klar, ist aber schon echt praktisch, wenn man es dann doch mal benötigt. Die Montage ist gleichermaßen simpel wie schwierig, denn die Kurve muss natürlich halten. Darum ist für das Anbringen ein bisschen Kraft erforderlich. Am oberen Rand ist die Wandkurve schnell platziert. Um sie in die Löcher der Wände unterzubringen, muss sie sozusagen in diese Öffnung hineingedreht werden. Das Prinzip dazu hat man aber schnell raus. Das Design von der Wandkurve kommt von The Masked Marble und dafür schon mal vielen Dank. Von ihm bekommt ihr im Kugelbahn-Shop auch die Tower Tracks und den Six-Shooter. Alle hier gezeigten Teile erhaltet ihr natürlich unter www.kugelbahn-shop.de
und schaut einfach mal rein, da gibt es auch noch jede Menge anderes cooles Zeug. Beachtet auch die Kugelbahn-Shop-Partner. Ich verlinke diese Kanäle mal in der Videobeschreibung. Die haben Gutscheincodes in ihren Videobeschreibungen drin. Damit erhaltet ihr im Kugelbahn-Shop 10% Rabatt. Und jetzt gibt es natürlich noch die Beispielbahn. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Und jetzt viel Spaß mit der Beispielbahn und tschüss.